Zu Beginn einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Wie bereits im Vorfeld besprochen, möchte ich zu Beginn noch einmal offiziell fragen, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch aufgezeichnet, ausgewertet und im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit verwendet werden darf? Jo, bin einverstanden. Vielen Dank, dann beginne ich einmal mit der Einleitung. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Gesprächsreihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist es nicht, Menschen auf ein einziges Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im beruflichen Alltag verändern sollte. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ja, danke auch. Ich finde das wichtig, weil ja viele Dinge im Rettungsdienst zwar irgendwie bekannt sind, aber nicht offen angesprochen werden. Und wenn sie ausgesprochen werden, dann meistens nur hinter vorgehaltener Hand oder sehr vorsichtig, weil natürlich niemand anecken möchte. Aber ja, vieles belastet einen eben doch. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und in welchem Bereich arbeiten Sie aktuell? Ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Rettungssanitäter im Rettungsdienst. Ich bin also regelmäßig auf dem Fahrzeug, fahre Einsätze, bin beim Notfällen, Krankentransporten, psychosozialen Lagen, internistischen Geschichten, chirurgischen Sachen, Reanimation, also eigentlich das ganze Spektrum, das im Alltag so kommt. Das ist ja genau das, was diesen Beruf auch besonders macht. Ne? Man weiß morgens nie genau, wie der Tag endet. Wie sind Sie in den Rettungsdienst gekommen? Das war eigentlich ein längerer Weg. Ich habe schon früh bemerkt, dass ich in einen Bereich möchte, in dem man direkt helfen kann. Also nicht nur theoretisch, nicht nur verwaltend, sondern wirklich da, wo man unmittelbar beim Menschen ist. Ja, mich hat immer angesprochen, dass im Rettungsdienst alles sehr konkret ist. Man kommt irgendwo hin, die Lage ist akut, manchmal chaotisch, manchmal emotional völlig überladen. Und dann muss man funktionieren. Ne? Man muss ruhig bleiben, strukturiert denken, Entscheidungen treffen, kommunizieren. Also gerade jetzt auch mit den Angehörigen. Auch mal mit der Polizei, mit Feuerwehr, Leitstelle, Klinikpersonal. Genau, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und ich mochte auch diesen Gedanken, dass man Menschen in einem Moment begegnet, in dem sie vielleicht gerade am verletzlichsten sind. Das ist ja eine sehr große Verantwortung. Und viele denken beim Rettungsdienst an Blaulicht, an Action, an Adrenalin, aber in Wahrheit ist das oft viel mehr. Es ist Beziehungsarbeit, Kommunikation, Stressregulation und auch Deeskalation, ja. Wenn Sie sich selbst mit 3 Worten beschreiben müssten, welche wären das? Ich würde sagen, belastbar, aufmerksam und loyal, vielleicht auch noch ruhig, obwohl das nach außen nicht immer jeder direkt so wahrnimmt. Gerade in stressigen Situationen werde ich manchmal als sehr bestimmt erlebt, aber das ist eher fokussiert als aggressiv, ja. Welche Rolle spielt Ihre Identität im beruflichen Alltag? Eine größere, als mir lieb ist. Also ich würde mir wünschen, dass ich im Dienst einfach nur als Fachkraft wahrgenommen werde, als Kollege, als jemand, der seinen Job macht. Aber in der
Universität ist es oft eben so, dass ich zuerst gelesen werde und erst danach als kompetent oder eben nicht kompetent eingeordnet werde. Und ja, ich werde von vielen als südländisch gelesen. Und manche ordnen mich als türkisch ein, andere als arabisch, manche fragen gar nicht erst und machen einfach ihr eigenes Bild. Ich habe dunkle Haare, ich habe dunkle Augenbrauen, einen etwas tieferen, dunkleren Hautton und falle damit in vielen Kontexten offenbar sofort in eine bestimmte Schublade. Ja, und das begleitet mich im Dienst tatsächlich ja, ständig. Es ist nicht so, dass in jeder Schicht offen etwas gesagt wird, aber man merkt es an Blicken, an Rückfragen, an Tonlagen, an kleinen Bemerkungen, dass man anders gelesen wird als andere Kollegen. Und bei manchen Patienten ist es subtil, bei anderen sehr direkt und innerhalb des Teams ist es manchmal fast noch belastender, wenn man da eigentlich Sicherheit und Rückhalt erwarten und sich auch wünschen würde. Mhm. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie aus? Typisch ist eigentlich, dass nichts typisch ist. Ja, man kommt auf die Wache, übernimmt das Fahrzeug, prüft Material, prüft Medikamente, Funk, die Trage, Absaugung, Sauerstoff, also alles, was eben einsatzbereit sein muss. Und dann beginnt auch schon die Schicht und ab da richtet sich alles nach den Einsätzen. Genau. Manchmal sind es morgens schon Bagatellen, manchmal gleich ein schwerer Notfall. Dann fährt man von internistischen Notlagen zu psychiatrischen Krisen, zu Verkehrsunfällen, zu älteren Menschen, die gestürzt sind, zu Reanimationen und dann zu sozialen Dramen. Und in all dem bewegt man sich auch immer an einer Mischung aus medizinischer Fachlichkeit, Zeitdruck und auch emotionaler Belastung. Und was da auch viele unterschätzen, ist, wie sehr der Ton im Einsatz eine Rolle spielt. Also nicht nur, was gesagt wird, sondern wie. Gerade in Notfällen entscheiden Sekunden oft darüber, ob ein Team funktionieren kann oder eben auch nicht. Deshalb merkt man Anspannungen in der Regel sofort und genau in solchen Situationen kommen leider auch manche Dinge ungefiltert raus und das kann noch Nachbeben haben und Betroffene auch nachträglich noch sehr prägen. Ja. Mhm. Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf? Trotz allem immer noch sehr viel. Ich mag, dass der Beruf sinnvoll ist. Ich mag, dass man oft wirklich einen Unterschied machen kann. Nicht immer durch spektakuläre Maßnahmen, sondern manchmal einfach nur dadurch, dass man nur da ist und Ruhe reinbringt und erklärt und einordnet. Was ich auch mag, ist, dass man im Rettungsdienst sehr schnell merkt, wer strukturiert arbeitet und wer nicht. Und die Kompetenz zeigt sich dadurch sehr schnell. Ja. Und ich mag diese Mischung aus medizinischem Wissen und praktischer Handlung und menschlichem Kontakt. Genau. Wenn man zum Beispiel einen Einsatz gut bewältigt, wenn ein Team wirklich gut funktioniert, wenn man merkt, jemand fühlt sich sicher, weil man gerade selber auch da ist, dann ist das ein sehr stärkender Moment und die tragen durch vieles hindurch. Also man ja,
die löschen eben nicht alles andere quasi aus, ja. Mhm. Gibt es Situationen, in denen Ihr Aussehen oder Ihre zugeschriebene Herkunft besonders sichtbar oder relevant sind? Ja, sehr oft, besonders in eingeschränkten Einsätzen, wenn beispielsweise ältere Patienten oder Angehörige sehr aufgebracht sind, dann. Und da merkt man, dass ich nicht nur als Helfer gesehen werde, sondern gleichzeitig auch als Projektionsfläche, wenn ich das so sagen kann. Und das trifft mich oft in Momenten, in denen ich eigentlich hoch konzentriert sein müsste. Es gibt zum Beispiel Einsätze, in denen ich in eine Wohnung gekommen bin und die Lage hektisch war, also Angehörige sind panisch, mehrere Leute reden durcheinander und dann kommt von einer älteren Person sowas wie, jetzt machen Sie doch mal was. Wir sind hier nicht in Arabien. Hier wird jeder gleich behandelt. Und ja, das ist so ein Satz, der einen im Moment fast sprachlos macht, weil man denkt, ich bin gerade hier, um zu helfen. Ne? Ich bin nicht hier, um mich zu verteidigen. Und trotzdem passiert in diesem Moment genau das. Meine Kompetenz wird nicht neutral betrachtet, sondern über eine rassifizierte Zuschreibung wird diese in Frage gestellt. Mhm. Gab es weitere Momente, in denen Ihnen Kompetenz abgesprochen wurde? Äh, ja, Momente, in denen mir Kompetenz, also ja, immer wieder. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der mich am meisten belastet. Nicht nur die abwertenden Kommentare an sich, sondern dass sie direkt an meine berufliche Eignung gekoppelt werden. Also es gibt Situationen, in denen man mich anschaut und sagt, können Sie das überhaupt? Oder keine Ahnung, wo Sie Ihren Schein gemacht haben, aber anscheinend nicht in Deutschland. Ja, und natürlich weiß ich rational, dass Menschen in Notlagen überfordert sind, aber ja, ich verstehe auch, dass Angst, Schmerz oder Panik zu unkontrollierten Reaktionen führen können, aber trotzdem hinterlassen solche Sätze gravierende Spuren. Also die treffen ja einfach den ungünstigsten Moment überhaupt. Man merkt da, dass andere einen ganz selbstverständlich die Kompetenz nicht zutrauen, absprechen. Und ich fühle mich dann immer dazu gedrängt, erst richtig allen Leuten beweisen zu müssen, dass ich es eben doch kann. Und ich habe das Gefühl, ich muss es immer mehr machen als anderen. Mhm. Sie sagen, Sie können verstehen, dass Menschen in Stresssituationen überfordert reagieren. Wie erleben Sie diesen inneren Widerspruch? Ja, genau, das ist der schwierigste Punkt. Ich bin ja nicht naiv. Ich weiß, wie Einsätze laufen und Menschen schreien, Menschen weinen, projizieren, suchen auch Schuldige, wollen Kontrolle zurückgewinnen. Und manchmal trifft es eben denjenigen, der vor ihnen steht. Und das kann ich fachlich ganz einfach einordnen. Also ja. Aber das Einordnen macht es nicht harmlos. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, bitte helfen Sie schnell, oder ob jemand zusätzlich kulturelle oder rassistische Bilder aktiviert. Also jetzt nicht nur einfach Panik äußern, sondern in der Panik auf mein Aussehen, auf meine vermutete Herkunft oder auf mein Anderssein zurückgreift. Und das bleibt bei mir hängen. Und vor allem, wenn das nicht nur einmalig ist, sondern sich leider häufiger wiederholt. Hm.
Wie erleben Sie die Atmosphäre innerhalb der eigenen Reihen, also auf der Wache und im Kolleginnenkreis? Äh, ja, gemischt. Es gibt Kollegen wirklich, die treu sind. Menschen, die fair sind, die professionell sind, die reflektiert sind und mit denen man, ja, auf die man sich absolut verlassen kann. Ohne die würde ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr in diesem Bereich arbeiten. Aber dann gibt es natürlich auch eine andere Seite und die ist schwerer zu greifen, weil sie selten offen und frontal daherkommt. Eher so in Form von Kommentaren, Ironie, so ja, Stammtischsätze, ne? Und auch so politische Anspielungen, auch eine gewisse Grundhaltung. Also da merkt man, dass es in Teilen das, das ist in Teilen eine Reihe von rechter oder auch stark vorbeurteilter Handlung, dass es das gibt und ja, nicht bei allen, ganz klar nicht, aber genug, dass es die Atmosphäre prägt. So, Hm. Können Sie das an konkreten Beispielen festmachen? ja, es gibt zum Beispiel diese Momente nach Einsätzen, wenn man zurück auf der Wache ist oder wenn eine Einsatzmeldung einhergeht und dann kippt der professionelle Ton manchmal sehr schnell in etwas anderes, wenn zum Beispiel ein Familiendrama gemeldet wird, also etwa häusliche Gewalt, ein Tötungsdelikt oder eskalierte innerfamiliäre Situationen, ja, dann fallen Sätze wie, na super, da haben wir wieder unsere tollen Facharbeiter oder das sind doch wieder die Türken, die sich nicht benehmen können. Und das wird oft so halb im Scherz gesagt, halb zynisch, halb entlastend, vielleicht für die eigene Psyche. Aber am Ende bleibt es ist es halt eine rassistische Abwertung. Und ich selbst stehe ja dann daneben. Und in dem Moment ist es, als würde der Raum kurz enger werden, weil ich ganz genau weiß, diese Aussagen richten, richten sich nicht abstrakt gegen irgendetwas oder irgendwen. Sie treffen gezielt Menschen, die so gelesen werden wie ich. Vielleicht meine Familie, vielleicht Nachbarn, vielleicht Menschen, die ich kenne. Und das fühlt sich wirklich unschön an. Hm. Wie reagieren KollegInnen Ihnen gegenüber, wenn solche Aussagen fallen? Also, ja, das perfide ist, oft drehen sie sich dann zu mir und sagen sowas wie, aber du bist ja nicht so einer oder das gilt doch nicht für dich oder du bist einer von den Guten. Und viele denken wahrscheinlich wirklich, dass das sei entlastend oder sogar ein Kompliment. Aber in Wahrheit ist es sehr verletzend, denn es bedeutet ja, dass negative Bilder nach wie vor bestehen bleiben und diese Bilder werden nicht hinterfragt. Ich werde nur als Ausnahme markiert und damit wird mir im Grunde gesagt, wir haben ein bestimmtes Bild von Menschen, die so aussehen wie du, aber dich sortieren wir vorübergehend anders ein, weil wir dich kennen. Und das ist kein echtes Angenommensein, das ist eher eine Ausnahmegenehmigung. Hm. Wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben? Wie zwischen zwei Stühlen zu stehen. Genauso. Auf der einen Seite habe ich Kollegen, bei denen ich merke, dass sie sehr klare Bilder von den anderen haben, von Migranten, Geflüchteten, Türken, Arabern
Muslim, was auch immer. Ähm, und mir gegenüber sprechen sie dann oft vorsichtiger, weil sie wissen, dass ich dazugehöre oder dazugehören könnte. Und auf der anderen Seite habe ich Patienten oder auch Angehörige, die mich wegen meines Aussehens direkt abwerten oder eben auch skeptisch anschauen und mir bestimmte Kompetenzen absprechen, weniger Kompetenzen zusprechen oder mich anders ansprechen als meine Kollegen. Und ich selbst stehe dazwischen und denke, wo genau bin ich hier eigentlich verortet? Im Team? Bin ich es außerhalb? Bin ich es als Kollege? Bin ich die Ausnahme? Als vielleicht auch stilles Gegenbeispiel. Und das ist psychisch super anstrengend, weil man nie ganz genau entspannt in der eigentlichen Rolle sein kann. Mhm. Gab es auch Situationen, in denen KollegInnen Sie als eine Art Erklärperson für ganze Gruppen behandelt haben? Ja, ständig. Also das passiert häufig auch gar nicht böse gemeint. Aber es ist trotzdem belastend. Da kommen manchmal so Fragen wie, warum ist das bei euch eigentlich so, dass wenn jemand stirbt, plötzlich die halbe Nachbarschaft und die ganze Sippschaft vor der Tür steht? Oder wieso müssen bei euch immer so viele Angehörige mitreden? Oder auch, ja, warum können die nicht einfach ruhig bleiben und den Rettungsdienst arbeiten lassen? Und ich denke mir dann oft, erstens bin ich nicht Sprecher für die anderen, ja. Und zweitens gibt es dafür oft sehr unterschiedliche soziale, kulturelle und auch emotionale Gründe. Und drittens, warum wird so etwas sofort kulturell markiert? Also wenn viele deutsche Familien in Krisen genauso emotional, laut oder auch chaotisch reagieren, warum werden wir dafür gelabelt? Es ist diese ständige Erwartung, dass ich erklären, übersetzen, einordnen oder auch relativieren soll, was auch immer. Man wird nicht nur als Kollege gesehen, sondern auch als Zugang zu einem angenommenen Kollektiv. Und das ist absolut daneben. Wie subtil oder offen erleben Sie diese Haltung? Beides. Es gibt offene Sätze und es gibt das sehr Subtile. Das Subtile ist manchmal fast schlimmer, weil es eben dauerhafter ist. Etwa wenn man merkt, dass man bei Fehlern härter bewertet wird oder oder wenn bei einem selbst bestimmte Verhaltensweisen sofort kulturell gedeutet werden. Wenn ich zum Beispiel in einer Stresslage sehr fokussiert und bestimmt spreche, heißt es viel schneller, ich sei dominant oder zu scharf im Ton. Bei anderen ist es dann einfach Durchsetzungsfähigkeit oder einsatzorientiert. Ich will gar nicht behaupten, dass ich nie einen scharfen Ton habe. Natürlich habe ich den, wie viele im Rettungsdienst unter Stress. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Verhalten schneller negativ gelesen wird, als wäre bei mir immer noch eine Zusatzfolie darüber gelegt. Mhm. Was macht das langfristig mit Ihnen? Es ermüdet, wirklich. Es ist nicht immer die eigene große Eskalation. Manchmal wäre das fast leichter, weil man es klar benennen könnte. Und viel belastender ist dieses stetige, dieses dauernde, leichte Misstrauen, diese kleinen Sätze, die Blicke, die Scherze, die Zuschreibungen, also auch die Momente, in denen man erstmal kurz sortieren muss, war das jetzt wirklich so gemeint, reagiere ich über oder war das schon wieder so ein Satz? Und irgendwann merkt man dann, dass man anfängt, Situationen vorzuanalysieren. Man scannt Räume, man hört doppelt hin, man überlegt, ob man etwas anspricht oder ob man das dann für den Betriebsfrieden nicht doch schluckt. Und das kostet Kraft, sehr viel Kraft. Ja, vor allem in einem Beruf, der ohnehin emotional und körperlich super belastend ist. Gibt es KollegInnen, die Sie unterstützen? Ja, die gibt es und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Leute, die solche Situationen mitbekommen und später sagen, das war nicht in Ordnung oder
die im Einsatz sehr klar an meiner Seite stehen und Kompetenzen nicht in Frage stellen. Manche greifen auch direkt ein, wenn Patienten oder Angehörige grenzüberschreitend werden. Und da muss ich ehrlich sagen, im Alltag wird es oft knapp. Ne? Viele sind selbst völlig am Limit. Personalmangel, hohe Belastung, Überstunden, psychische Erschöpfung. Da fehlt häufig die Kraft, um zusätzlich noch Diskriminierung zu thematisieren oder jemandem aktiv Rückhalt zu geben, aber nicht aus bösem Willen, sondern weil alle irgendwie im Überlebensmodus laufen und dadurch bleiben viele Dinge unbearbeitet. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere daran, solche Erfahrungen gerade im Rettungsdienst zu machen? Der Rettungsbereich, der ist ein Bereich, in dem Vertrauen extra schnell entstehen muss. Und Menschen, die kennen uns nicht, aber sie müssen uns in Sekunden vertrauen. Wenn dieses Vertrauen bei manchen Menschen schon durch mein Aussehen beschädigt ist, bevor ich überhaupt etwas gesagt habe, ist das ein großer Nachteil. Und gleichzeitig ist man als Team stark voneinander abhängig und man muss sich blind aufeinander verlassen können. Wenn man also spürt, dass an den eigenen Reihen bestimmte Bilder oder auch Vorurteile oder politische Haltungen mitschwingen, erschüttert das dieses Vertrauen auf einer anderen Ebene. Dann ist man nicht nur medizinisch gefordert, sondern ständig auch sozial wachsam. Und das macht etwas mit dem Sicherheitsgefühl im Beruf. Nicht unbedingt so, dass ich jedem misstraue, aber genug, dass ich nie komplett unbeschert bin. Wie gehen Sie persönlich damit um? Unterschiedlich. Also manchmal spreche ich die Dinge direkt an, vor allem wenn sie im Team fallen. Und und auch wenn es natürlich auch der Moment so lässt. Und manchmal mache ich auch einen kurzen, klaren Satz, um zu markieren, dass das nicht in Ordnung war. Und Gab es auch positive Erfahrungen mit Vielfalt oder Anerkennung? Ja, zum Glück. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon lange weg aus dem Beruf. Es gibt Einsätze, in denen gerade Menschen mit eigener Migrationsgeschichte sehr erleichtert sind, wenn sie jemanden sehen, der für sie zuständig wirkt oder bestimmte Dynamiken besser versteht. Manchmal reichen schon Blicke, eine bestimmte Form von Ansprache, ein Gefühl, ein Verstandenwerden. Aber auch im Team gibt es Kollegen, die Vielfalt nicht als Belastung sehen, sondern eher als Ressource, ne? Mhm. Was könnte aus Ihrer Sicht helfen, damit Rettungsdienste besser mit solchen Spannungen und Diskriminierungserfahrungen umgehen? Es braucht mehr als nur allgemeine Diversitätsfloskeln. Es braucht echte Auseinandersetzungen, also Räume, wo man über Haltung sprechen kann, ohne dass sofort abgeblockt wird. Und ja, nicht nur dieses, war doch nicht so gemeint oder jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Welche Botschaft würden Sie KollegInnen im Rettungsdienst mitgeben? Dass Professionalität nicht nur bedeutet, medizinisch sauber zu arbeiten, sondern auch die eigene Haltung zu reflektieren. Und man kann auch fachlich gut sein und trotzdem andere klein machen. Das schließt sich nicht aus. Aber es sollte sich ausschließen. Was würden Sie Menschen raten, die ähnliche Erfahrungen machen? Dass sie ihren Eindruck ernst nehmen sollten. Viele verzweifeln erst mal an sich und fragen sich dann, war das jetzt wirklich rassistisch? War das jetzt nur Stress? Bin ich zu empfindlich? Das kenne ich auch. Aber wenn sich etwas wiederholt, wenn es Muster gibt, wenn man sich immer wieder klein gemacht fühlt, dann ist da meistens leider auch etwas dran. Gibt es etwas, das Sie zum Schluss noch ergänzen möchten? Nö, danke. Ich habe zu danken. Schönen Tag noch.